have a huge big privilege. Und jetzt haben wir ein riesengroßes I Privileg. would say it's one of my biggest honor Es ist eine unserer größten Ehre, that the next speaker is Bill Hybels. dass unser nächster Speaker Bill Hybels ist. And we asked some leaders who started ICF Zurich, Und wir fragten einige Leiter, die mitgeholfen haben, ICF Zürich zu gründen, how important Bill Hybels' life is for them. wie wichtig Bill Hybels Leben für sie war And Bill oder Hybels, ist. the next clip is especially for you. Der nächste Clip ist speziell für dich. Dear Mr. Bill Hybels, you were the first person to tell me the following sentence. Church is the hope of the world. Bill Hybels, I want to thank you from the bottom of my heart. Bill, you revolutionized everything that we know about church. I want to thank you from the bottom of my heart for who you are and what you did and the inspirations you gave us. Church is the hope of the world. Ever since I heard this sentence, it was deep in my heart up until today, and is one of my deepest beliefs in my daily ministry as a community pastor here in ICF Zurich. For me, church was always something small. 80, maybe 100 people, but that was it. I remember like it was yesterday when I walked into Willow Creek 12 years ago. It blew my mind. For me, Bill, you set up a picture that church has no limits, and I want to thank you for that. 20 years ago, we tried hard to find ways how we can bring the gospel of Jesus Christ to the people, to our friends, and we found out it's not easy. We've been dreaming on how a church would be if Jesus would come today and start all over again. And we tried out things and nothing worked, but we knew there must be a way. We had kind of a taste, a smell of an idea, but we didn't see the picture until we went to your church in Willow Creek, and here we saw it. Thank you for being such an outstanding example for church leaders worldwide. Thank you for being faithful, for building church with your team up until today. Thank you for just inspiring us, and what I love about you and your church is that you never stopped to reach out for the lost people, for those people who are far away from God and far away from church. One sentence changed my life forever. You said, ask boldly. And this has changed the way I think, the way I feel, the way I build the kingdom of God. Thank you, Bill. You know, Bill, you changed our lives. Du hast unsere Leben verändert. We were, I don't know, maybe how many years ago, 15 18. or 18 years ago. I'm not so good in numbers, Ich habe es vorher ausgerechnet. but we were there 3 months in your church. Wir waren für 3 Monate in deiner And Kirche. my wife and me, we were in the Hancock building, Und wir waren im Hancock Building. and we decided to leave Zurich, Und wir haben uns entschieden, Zürich zu to verlassen, plant the church in a very small village in Switzerland. um die Kirche in einem sehr kleinen Dorf in der Schweiz zu And gründen. there was the moment where in your youth ministry, there was a car accident and a person were killed. Und in deiner Kirche gab es zu diesem Zeitpunkt einen Verkehrsunfall und eine Person starb. And this was the last Sunday when we were in your church. Und das war unser letzter Sonntag in deiner And Kirche. about 100 teenagers came on the stage Und ungefähr 100 Teenager kamen auf die and Bühne they hold each other their hands. und sie hielten sich die And the Hände. song is sung and the whole church were crying. Und sie sangen ein Lied und die ganze Kirche weinte. And this was a turning moment in our lives. Und das war der Moment, sehr entscheidend für unser Leben. We saw in every teenager, we saw a person in Zurich. In jedem Teenager sahen wir eine Person in Zürich. And I heard the voice, Leo, you have to stay in Zurich. Und wir haben die Stimme gehört, Leo, ihr müsst in Zürich bleiben. And when the church service was over, Und als dieser Gottesdienst zu Ende war, I cried for a half an hour. hat er für eine halbe Stunde geweint. And we were the last person who left the building. Und wir waren die Letzten, die das Gebäude verlassen haben. And I will not be here on this stage and I will not have a planted church Und wir wären nicht hier auf der Bühne. Wir hätten keine Gemeinde gegründet, without Willow Creek about your life.
Und ohne Velokrieg und ohne dein And Leben. maybe for many years you asked the question, have I really done a difference in Germany and Switzerland? Und für viele Jahre magst du dich vielleicht gefragt haben, hast du wirklich einen Unterschied in deutschsprachigen Raum gemacht? I say, yes, you've made a difference for us. Und wir sagen, ja, du hast einen Unterschied gemacht für uns. Really. You are for me more than just Bill Hybels. Du bist für uns mehr als einfach Bill Hybels. You are for me one of the most important guy. Du bist für uns eine der wichtigsten Personen. And that you came today, Und it dass du heute hier bist, means for us a lot. bedeutet uns sehr viel. Let's give Bill Hybels a big, big standing ovation. Please come on stage. Very, very touching. Yeah. Can't thank you enough. Wow, thank you. Thank you. It's very, very touching to me. Das hat mich jetzt wirklich sehr berührt. First time I came to Switzerland, I think was about 20 years ago. Vor etwa 20 Jahren kam ich zum ersten Mal hier in die Schweiz. I had a very small meeting with some very old traditional Swiss people. Und ich hatte ein sehr kleines Meeting mit sehr alten, so traditionellen Schweizer Leitern. And I did not have a whole lot of hope for the church in Switzerland. Und das gab mir nicht sehr viel Hoffnung für die Kirche in der Schweiz. And to come back and to see what God is doing here now just fills me up. Und jetzt zurückzukommen und zu sehen, was Gott hier tut, das füllt mich einfach auf. And I still believe to the core of my being that the local church is the hope of the world. Und ich glaube immer noch mit allem in meinem Herzen, dass die lokale Kirche die Hoffnung der Welt ist. Now, I have limited time to be with you today. Jetzt habe ich eine limitierte Zeit mit euch heute Morgen. So, if you will allow me, I'd like to dive right into the matter with which I'd like to discuss. So, ich hoffe, ihr erlaubt mir, dass ich jetzt gerade reinstürzen kann in das, was ich euch erzählen möchte. May I have your permission? Habe ich eure Erlaubnis? So, if the local church really is the hope of the world, So, wenn die lokale Kirche wirklich die Hoffnung der Welt ist, somebody who believes that has to cast that vision. dann muss jemand, der das glaubt, wirklich auch die Vision aufschreiben können. And then you have to ask the question, what is vision? Und dann musst du dir die Frage stellen, ja, was ist überhaupt Vision? Was bedeutet Vision? Vision is a picture of the future that produces passion in people. Vision ist ein Bild der Zukunft, das Leidenschaft auslöst in dir. Someone has to stand in front of a group of people Jemand muss vor Leuten stehen können and say, if a local church is working right, it can be fantastic. und er muss erzählen können, wie fantastisch das es ist, wenn die lokale Kirche richtig funktioniert. And then you have to be able to list all of what is fantastic about a church that's working right. Und du musst alles aufzählen können, eine Liste machen, was alles fantastisch ist aus einer funktionierenden lokalen Kirche. Just this last Sunday, I reminded our congregation. Letzten Sonntag habe ich unsere Gemeinde wiederholt. I said, when the local church is working right, Habe ich ihnen gesagt, wenn die lokale Kirche richtig funktioniert, lost people get found. dann werden Verlorene gefunden. And found people grow up to full maturity. Und gefundene Leute wachsen zur Reife. And lonely people get enfolded into community. Und einsame Menschen werden in die Gemeinschaft integriert. And bored people find a purpose for their one and only life. Und Leute, denen es langweilig ist, finden plötzlich ein Ziel, etwas für ihr Leben. And the rich begin to care for the poor. Und die Reichen kümmern sich um die Armen. And Christians start to fix what's broken in this world. Und die Christen beginnen zu reparieren, was kaputt ist in dieser Welt. And when I went over that list,
Und als ich diese Liste so aufzähle, before I could end the list, bevor ich diese Liste beenden konnte, everyone in our church was clapping waren alle am Klatschen. because they too believed the local church is the hope of the world. Weil sie auch glauben, dass die lokale Kirche die Hoffnung der Welt ist. So many of you are leaders who are trying to build these kinds of churches. So viele unter euch sind Leiter, die versuchen, solche Kirchen aufzubauen. And it takes leadership to build these kinds of churches. Und es braucht Leiterschaft, um solche Kirchen zu bauen. And sometimes I'm asked to describe the essence of leadership. Und manchmal fragen mich die Leute, was ist wirklich die Essenz von Leiterschaft? And here's the most simple way I can explain it to you. Und das ist die einfachste Art und Weise, wie ich dir das erklären kann. Leaders move people from here to there. Leiter bewegen Leute von hier nach dort. That's your job if you're a leader. You take people who are happy here and you move them there. Also du bewegst Leute, denen gefällt es hier, aber du bewegst sie an einen anderen Ort. Now, this is not as easy as it looks on the paper. Und das sieht zwar einfach aus auf Papier, aber es ist nicht so einfach in der Praxis. And let me describe to you just how difficult this actually Und ich is. möchte dir erklären, wie schwierig das ist. Someday you'll stand up in front of your core group of church planters Manchmal stehst du vor deiner Gruppe von Kirchenpflanzer or in front of your congregation oder vielleicht vor deiner Gemeinde. and you have some new place that you want to take them. Und du hast so einen neuen Ort, wohin du sie hinführen And möchtest. so you'll open God's word, Und du öffnest das Wort Gottes. you'll teach your heart out, Und du wirst dein ganzes Herz in dieses Teaching reinlegen. you'll cast that vision for what there looks like, Und du malst diese Vision von diesem Ort. and then the next day Und am anderen Tag you'll get a whole bunch of emails, hast du viele E-Mails. and people will say, Und die Leute sagen, I want to stay here. ich möchte hier bleiben. I don't want anything to change. Ich will keine Veränderung. I don't want to go there. Ich möchte nicht dorthin gehen. So then what do? Und was machst du dann? Here's what I used to do. Und ich sage dir, was ich machte früher. I would think of an even hotter passage in Scripture for the next week, Ich würde noch eine bessere Bibelstelle heraussuchen. and I would cast even more passionate pictures of what the future could look Und like. ich würde noch mehr Leidenschaft reinlegen, um dieses Bild der Zukunft zu malen. And then Monday would come, Und dann kommt der Montag. and so would the emails. Und so kommen die E-Mails. I still want to stay here. Ich will immer noch hier bleiben. I did this for most of my leadership career. Ich habe das während der größten Zeit meiner Leiterschaftskarriere gemacht. And then a few years back, Und vor ein paar Jahren a thought occurred to me. I hope it was from God. habe ich einen Gedanken gehabt und ich hoffe, der Gedanke kam von Gott. I said, what if I reversed this little operation? Was wäre es, wenn ich die ganze Operation umkehren würde? What if I didn't talk about there first? Vielleicht sollte ich nicht zuerst von dort sprechen. What if I built a solid, logical case for the 5 reasons we cannot stay here? Vielleicht wäre es sinnvoller, wirklich 5 gute, solide Argumente zu finden, warum wir nicht hier bleiben können. What if I made here so miserable people would beg to go there? Ich möchte das hier so grausam schlecht machen, dass die Leute sich wünschen, dorthin zu gehen. So I thought I'd give it a try. So, ich habe gedacht, ich versuche das mal aus. We have a care center at Willow Creek. Wir haben einen Ort, wo wir Menschen auch helfen. This involves a clothing ministry, a food ministry, a cars ministry, legal aid ministry. Das ist ein Ort, wo Leute Kleidung, ein Auto oder auch Rechtsberatung erhalten. It's been located about 3 miles away from Willow Creek for the last 10 years. Und es ist außerhalb von Willow Creek. And so we were thinking maybe let's bring it onto campus, build a new building right at the center of our campus, move that care center onto our property. Und weil es etwa 3 Kilometer außerhalb war, haben wir gedacht, warum nicht diesen Komplex, dieses Gebäude auf unser Campus zu bringen. This made perfect sense to me. Und das machte völlig Sinn für mich.
But I said, before I cast the vision of how positive that might be, Aber ich dachte, bevor ich den Leuten sagen, wie positiv und gut dies wäre, I'm going to build a case for why we can't let it stay where it is. habe ich gedacht, ich erkläre den Leuten, warum wir nicht dürfen das Gebäude dort lassen, wo es jetzt ist. We get a lot of snow in Chicago. Und wir haben viel Schnee in Chicago. One day when it snowed about a foot of snow, Und als es etwa 30 Zentimeter Schnee gegeben hatte, I grabbed a friend who had a camera. habe ich einen Freund mitgenommen mit der Kamera. We went over to our care center where about 150 people were standing in line in the snow. Und wir gingen zu diesem Gebäude, wo etwa 150 Leute in der Reihe standen. Waiting for the food center to open. Und sie warteten, bis sie das Essen erhalten würden. Some of these were very poor people who had no winter coats. Und einige unter ihnen waren sehr arm und die hatten keine Winterkleidung. There were children in the line. There were no bathrooms. Und es waren Kinder und die hatten auch keine Kleidung. I said to my friend, take about 20 pictures of that. Da habe ich meinem Freund gesagt, du musst jetzt hier Fotos machen. Then I took a picture inside our care center. Und ich habe Fotos innerhalb dieses Gebäudes gemacht. Where we have a waiting room for about 50 people. Und wir haben dort einen Wartesaal für etwa 50 Personen. And it was wall-to-wall standing room only. Und sie waren alle am Stehen dort drin. Then I have them take a picture of empty shelves when we ran out of food. Und ich habe ihm gesagt, du musst ein Foto machen von diesen leeren Gestellen, wo kein Essen mehr drin war. And then the Sunday when I was going to cast vision about a new care center. Und an diesem Sonntag, wo ich die Vision präsentieren wollte, um dieses neue Gebäude zu bauen, I preached from Matthew 25 about how Christians care for the poor. habe ich Matthäus 25 genommen als Bibelstelle, wo es heißt, wir sollen für die Armen sorgen. I congratulated our congregation for having a heart of compassion toward the poor. Und ich habe unserer Gemeinde gratuliert, dass sie ein Herz haben für die Armen. And then I said, I want to show you a couple pictures. Dann habe ich gesagt, ich zeige euch ein paar Fotos. Here's how we're caring for the poor right now. Genau so tun wir es mit den Leuten, die bedürftig sind. We make kids with no coats stand in a foot of snow for 45 minutes before we open our doors. Das sind Kinder ohne Wintermantel, die in 30 Zentimeter Schnee 45 Minuten anstehen müssen, um Essen zu erhalten. I said, how do you feel about that? Wie fühlst du dich, wenn du diese Bilder siehst? Then I showed them the overcrowded waiting room Dann habe ich ihnen gezeigt, wie dieser Wartesaal vollgepackt war and the empty shelves. und die leeren Gestelle. And I said, how do you feel about that? Ich habe sie gefragt, wie fühlst du dich dabei? I said, we are one of the richest congregations in the world. Und ich habe gesagt, wir sind eine der reichsten Gemeinden auf der ganzen Welt. And this is the dignity with which we're treating the poor. Und so sorgen wir um die Armen. Would you like to do better? Möchtest du das nicht vielleicht besser tun? You're like, yup. Natürlich möchte ich das. So I said, let me show you what there could look like. Dann habe ich ihnen gezeigt, wie das dort aussehen könnte. And I showed them a drawing of a lobby area where no one would have to stand outside and everyone could be inside. Und ich habe ihnen eine Skizze gezeigt von diesem Gebäude, wo niemand draußen anstehen müsste und frieren müsste. Showed them a massive picture of a warehouse that would not run out of food. Und ein Riesensaal mit riesigen Gestellen, wo niemand zu wenig Essen erhalten würde. Showed them this repair shop where we can, free of charge, repair the cars of single moms who can't afford to. Und ihnen diese Garage gezeigt, wo man Autos von alleinerziehenden Müttern auch reparieren könnte. Then I said, how many of you would like to go there? Dann habe ich gefragt, wie viele unter euch möchten dorthin gehen? Everybody stands up and they clap. Und alle sind aufgestanden und haben applaudiert. Monday morning came around, there were no emails about this. Und am Montag habe ich keine E-Mails erhalten über diese Geschichte. They all wanted this. Sie wollten alle dort sein. Now, just parenthetically, Sorry. It just left. we were just taking a little walk there. I need you here, I'm with not you. I need you here, not there. I know. I'm there with you. I'm just kidding. No, just kidding. This past Sunday, Der letzte Sonntag we started taking tours because this new building is almost complete. haben wir den Leuten das Gebäude gezeigt, das wir jetzt am Bauen sind. In 30 days, it'll be open. Und in 30 Tagen wird dieses Gebäude offen sein. I went on a tour with some of our people through this Und building. ich habe sie auf eine Tour genommen in dieses Gebäude. Everybody's
fighting off tears. Und alle hatten Tränen in den Augen. They're proud of our church. Wir sind so stolz. We'll be able to serve 10 times as many guests. Wir werden das Zehnfache an Menschen besorgen können. And I don't think that would have ever happened if I would have started here. Und ich denke nicht, dass das möglich gewesen wäre, wenn wir nicht dorthin gegangen wären. Start here, gang. Wir müssen da starten. Whenever you're going to launch some exciting new thing, just build a case of why you can't stay here. Wenn du eine neue Vision, etwas Größeres bauen möchtest, dann musst du zuerst mit dem Jetzt beginnen und ihnen aufzeigen, warum man nicht hier bleiben kann. Okay, clear? Ist das klar? Okay, good. Can I do some extra credit training? Kann ich da was machen, das noch ein bisschen mehr Kredit gibt? If this is the vision, Wenn jetzt das die Vision ist, here's a question I want you to answer to the person next to you. möchte ich dir jetzt eine Frage stellen, die du der Person neben dir beantworten kannst. Where is this vision most vulnerable? Wo ist diese Vision am meisten gefährdet? In the beginning part of the vision, Am Anfang der Vision, the middle part, in der Mitte or near the end? A, B, or C? oder gegen das Ende? Talk to your friend real quick. Du kannst mit deinem Freund sprechen. Wo ist die Vision am meisten gefährdet? Am Anfang, in der Mitte oder am Ende? Okay, are you ready? Seid ihr bereit? Are you willing to tell the truth? Möchtest du die Wahrheit? How many of you hören? said the vision is most vulnerable during the beginning of it? Wer A. unter euch hat gemeint, am Anfang ist es am schwierigsten? A few of you. Ja, einige. How many of you said B? Welche sagen B? Okay, how many of you said C? Und wie viele haben C gesagt? Yeah, the right answer Die richtige Antwort is B. ist B. Now, believe it or not, gang, when you first start out on a vision, Also ob du es jetzt glaubst oder nicht, aber wenn du am Anfang startest mit der Vision, people are filled with optimism. dann sind die Leute Optimisten. There has been no pain yet. Es hat noch keinen Schmerz gegeben. And when you're almost to the completion of the vision, Und wenn du beinahe am Ende bist, an der Erfüllung der Vision, people can see the finish line in sight. dann sehen die Leute das Ziel. It's in the middle where this is very vulnerable. Und in der Mitte ist es am gefährlichsten. And you got to inspire and motivate and encourage your people. Und du musst die Leute inspirieren und ihnen Sicht geben. You got to say, hey, look, we're not back here. Du musst ihnen sagen, hey, wir gehen nicht dorthin zurück. And we've gone past this mile marker and this one and this one. Und wir haben diese Meilensteine jetzt bereits passiert. And God is providing for us as we're moving here. Und Gott gibt uns alles, was wir brauchen auf diesem Weg. In a few months or in a few years, we'll be real close to the finish. Und in ein paar Monaten, in ein paar Jahren werden wir wirklich nahe an der Ziellinie sein. So we got to unite and pray and trust God here. So müssen wir uns eins machen und beten an diesem Ort. Can you take a little more extra credit? Kannst du noch ein bisschen mehr nehmen jetzt? How many of you are over 40 years old? Wer ist über 40 Jahre alt? Over 40. Über Okay. 40. Well, this is a bad crowd to admit that age in, isn't it? When is your personal ministry most vulnerable? Wann denkst du, ist ein persönliches Ministry, dein persönlicher Dienst am gefährdetsten? When you just begin in ministry? Gerade als du angefangen hast, When you're partway through? in der Mitte Or near your finish line? oder gegen Ende? A, B, or C? A, B oder C? It's B again. Es ist wieder B. There are not very many young leaders who have serious problems right here Es gibt nicht viele junge Leiter, die große Probleme haben am Anfang. because they're so full of the Holy Spirit and idealism and passion and youth. Weil sie sind so voller Heiliger Geist und sie sind optimistisch und sie sind voller Kraft. It's in the middle Aber in der Mitte, when they have had more disappointments than they ever thought would come their way. da haben sie mehr Rückschläge erlebt, als dass sie je gedacht haben. When friends who they thought would be with them to the end
have betrayed them or abandoned them and they're not on the ride anymore. Vielleicht haben sie Freunde verlassen, auf die sie gezählt haben am Anfang und die haben einfach ihr Rücken ihnen zugedreht. When you face an obstacle and you keep praying and God doesn't open the door. Vielleicht hast du Herausforderungen vor dir und du betest und Gott öffnet die Türen nicht. Many of my closest pastor friends abandoned ministry or fell out of ministry, crashed out of ministry here. Viele meiner guten Pastorenfreunde haben ihr Ministry verlassen an diesem Ort. Now, I'm sort of in this era of my life right now. Und ich selber bin jetzt in RAC. And I can kind of see my finish line. Und ich beginne, die Ziellinie zu sehen. And that is like a marathon runner who says, I think I can make it now. I see the finish line. Und das ist wie einer, der einen Marathon springt und er sieht das Ziel. So all of you who are here, would you be very careful? Also ihr alle, die ihr hier seid, because your life really matters. Gebt Acht, weil euer Leben zählt. And your ministry really matters. Und euer Dienst zählt. And your family and marriage really matters. Und eure Ehe, eure Familie zählt. So please be careful during this time. So seid vorsichtig in dieser Zeit. Okay. We good? Alles gut? Okay. All right. Now, because you're leaders und weil ihr Leiter seid and you're trying to build great churches for God's glory, und euer Ziel ist, großartige Kirchen zu bauen zur Ehre Gottes, you're going to have to attract and develop teams to help you build this thing. Wirst du Teams anziehen und entwickeln müssen, um diesen Dienst, diese Kirche zu bauen. No pastor builds a great church all by himself or herself. Und kein Pastor baut eine Kirche einfach so alleine. And so you have to grab hold of people and say, will you join me in this vision? So du wirst Menschen an dich ziehen und sie für die Vision gewinnen müssen. If you ask me what one of my biggest discoveries has been in the last 5 years. Und wenn du mich fragen möchtest, was ist die größte Entdeckung, die ich hatte in den letzten 5 Jahren? It's how important it is for me to attract and develop fantastic people. Dann wäre es das, wie wichtig ist es für mich, fantastische Leute anzuziehen und zu entwickeln. Whether it be fantastic staff or fantastic volunteers, doesn't matter. Es spielt keine Rolle, ob das fantastische Angestellte sind oder Volunteers. Now, you notice I'm not just saying faithful people. Und ich spreche nicht nur von treuen Leuten. I'm assuming faithful people. Von dem gehe ich aus, dass die Leute treu sind. But I mean faithful people who have energy and creativity and capacity. Aber ich rede von Leuten, die treu sind, aber die Kapazitäten sind, die Energie haben. So let me review something real quick. Und ich möchte dir da was aufzeichnen. When you're looking for fantastic people, wenn du fantastische Leute suchst, you're looking for people with character, suchst du Menschen mit Charakter, with competence, mit Kompetenz, with a kind of chemistry with your team, mit einer Art Chemie, die in dein Team passen. People who will flourish in your culture. Und Leute, die aufblühen werden in deiner Kultur. And people who have a strong calling from God. Und Leute, die eine starke Berufung von Gott haben. Every single one of these is important. I could spend the rest of my time talking to you about these. Jeder einzelne Punkt hier ist wichtig. But I want to do a test with you now. Aber ich werde jetzt einen Test machen mit dir. Some of you are saying, I think the people on my team that I'm building my church with, I think they fit this. Einige sind jetzt hier und denken, ja, ich denke, die Leute, mit denen ich mein Ministry, meine Kirche baue, die passen irgendwie in diese Liste. Let's put it to the test. Jetzt machen wir einen Test. Okay. Let's just say that you got a text in the next 5 minutes. Jetzt denken wir mal, dass du einen Text hast in den nächsten 5 Minuten. And someone from your team decided to leave. Also du erhältst ein SMS von jemandem in deinem Team, der dir sagt, ich möchte das Team verlassen. So the text just said, hey leader, I quit. Also das SMS sagt, hey Leiter, ich gebe auf. Okay. You're going to have one of 3 reactions. Du kannst auf 3 verschiedene Arten reagieren. One of them might be, phew. Eine ist, oh.
Because if you didn't quit, I might have had to ask you to leave. Weil vielleicht denkst du ja, wenn du jetzt nicht gekündigt hättest, dann hätte ich dir vielleicht kündigen Because there's müssen. a character problem going on. Weil vielleicht eine Charakterproblematik da ist. Or you're not competent enough anymore. Oder du hast deine Kompetenzen genügen nicht Or mehr. you have an attitude problem that's wrecking our chemistry. Oder deine Einstellung macht die Chemie kaputt in unserem Team. Or you don't fit our culture anymore. Oder du passt nicht mehr in unsere Kultur. Or you don't seem called to our ministry anymore. Oder dein Ruf für den Dienst ist nicht mehr so So you klar. just go, phew, Und du denkst, oh, zum Glück, that solved a problem. das hat das Problem gelöst. Okay, here's a second reaction if someone said, I quit. Das ist jetzt die zweite Art, wie du darauf reagieren kannst. You'd go, ugh. Und du denkst, They're a pretty good person, oh, das war wirklich eine gute Person. and it will take me some time to replace. Und es wird mir wirklich Zeit brauchen, bis ich diese Person ersetzt habe. They were pretty good with these various C's, Sie waren ziemlich gut auf dieser Liste, but they're replaceable. aber ich kann sie ersetzen. Okay? Third reaction. Dritte Reaktion. Person says, I quit. Die Person schreibt dir, ich gebe auf. And you run outside into the lobby and you vomit. Und du gehst aus dem Büro und du kotzt auf den Boden. The whole idea of it just makes you absolutely sick Und wenn der Gedanke macht dich völlig krank, because they're extremely high character, weil sie haben so einen absolut krassen Charakter. incredible competence in Sie chemistry sind and culture and all kompetent this. und die Chemie stimmt und alles ist gut. And you realize they're virtually irreplaceable. Und du denkst, eigentlich kann ich diese Person nicht ersetzen. Here's my challenge to you, leaders. Und das ist meine Herausforderung an euch, Leiter. Do that little text test Mach diesen SMS-Test with all your leaders mit all deinen Leitern. and don't tell them, of course. Aber sag ihnen nicht, dass du diesen Test machst. This is something between you and God, Nur du und Gott macht das. because this is going to reveal something about the health and the quality of your team. Weil das wird dir etwas offenbaren über die Qualität und die Gesundheit deines Teams. Here's what we have every leader in our church do. Und das macht jeder Leiter in unserer Kirche. We call it the line exercise because it's a line. It's die Linienübung, weil es ist eine Linie. And we pose this question. Und wir stellen folgende Frage. If something cataclysmic happened to the US economy, Angenommen, irgendeine Katastrophe passiert in Amerika and our resources were cut in half, und alle unsere Ressourcen werden halbiert. and every team, every department in the church had to cut its staff or its volunteers in half, Und jedes Team in der Kirche, der ganze Staff muss halbiert werden. who would you say, oh, I can't lose these people? You know, Tom is the best I have, and Sally's the best I have, and Steve is the best I have. Dann platzierst du die Menschen auf diese Liste und denkst, welche Leute kannst du nicht ersetzen? Welche sind die Besten auf deinem Team? And then who would be in the middle and say, well, I'd hate to lose them, this person, this person, this person. Und welche wären so in der Mitte? Du würdest sagen, ja, ich würde es hassen, die zu verlieren. And who would you put at the end of the line and say, you know, Joe here? Und welche sind ganz am Ende, zum Beispiel Joel? Joe shouldn't be on the team to begin with. And if we had one excuse where we could get rid of Joe, we would. Eigentlich sollte er jetzt schon nicht im Team sein. So, wenn wir einen guten Grund haben, dann sollte er aus dem Team fallen. And then there's someone else here, someone else here. Und das sind andere auf verschiedenen Orten auf dieser Linie. Okay, listen very carefully now. Jetzt musst du gut zuhören. Jesus said in Matthew 10:16, Jesus sagte in Matthäus 10:16, you be wise as serpents, gentle as doves. wir sollen schlau sein wie Schlangen und wir sollen treu sein wie Tauben. If you do this line exercise, Und wenn du diese Linientest machst and these people are at the end of the line, und diese Leute sind am Ende der Linie, now you have some interesting questions to ask yourself. jetzt hast du ein paar interessante Fragen, die du dir selber stellen kannst. I did this exercise with the team that reports to me recently. Und ich habe diese Übung gemacht mit den Leuten, die ich direkt leite. The person at the end of my line is a star player in our church. Und die Person, die ich ganz am Ende der Liste hatte, ist ein Star in unserer Kirche.
And when he arrived at the end of my line, I had to ask myself some questions. Und als ich ihn sah am Ende dieser Liste, musste ich mir selber Fragen stellen. In past eras of Willow, he was at the top of my line at the beginning. Als ich am Anfang von Willow Creek war, dann war er ganz zu oberst auf der Liste. And now he's at the end. Und jetzt ist er ganz am Ende. What happened? Was ist passiert? And then I went down through these C's. Und dann habe ich diese verschiedenen Punkte angeschaut. He's still perfect in all these Er areas. ist immer noch perfekt in diesen 5 Punkten. And all of a sudden I realized Und plötzlich habe ich realisiert, I haven't been giving him new challenges. ich habe ihm keine neuen Herausforderungen gegeben. His value is going down because I have not led and managed him optimally. Und sein Wert ist zurückgegangen, weil ich habe ihn nicht gut entwickelt. I sat down with him Ich bin mit ihm hingesessen and I said, I've got like 4 new challenges I want to give you today. und ich habe ihm gesagt, ich habe dir 4 neue Herausforderungen heute. And I said, they're huge. Und ich habe ihm gesagt, die sind riesig. And every one of them, you got to come through. Und jede einzelne Herausforderung musst du bestehen. And his eyes lit up on all of these challenges. Und seine Augen wurden richtig erleuchtet, als er diese Herausforderungen sah. As he left my office, Und als er mein Büro verließ, he said, this is exciting because I've been bored stiff for 6 months. dann hat er gesagt, das ist jetzt cool, weil die letzten 6 Monate waren mir so langweilig. It was my fault he was at the end of the line. Es war mein Fehler, dass er am Ende der Linie war. Now, other times, it's not my fault. Aber es ist natürlich nicht immer deine Schuld. Sometimes there's been drift and some problems up here. Manchmal sind da Verschiebungen passiert und Probleme in dieser Liste. But here's what this exercise helps you to do. Aber diese Übung hilft dir, Folgendes zu tun. It helps you to have conversations with God about who's adding the most value on your team and who isn't. Was dieser Test macht, ist, dass du mit Gott darüber sprichst, welche Leute in deinem Team den meisten Wert deinem Ministry geben. And it helps you as a leader decide if you have to make any changes on your team. Und es hilft dir zu entscheiden als Leiter, welche Veränderungen du in deinem Team vollziehen musst. Now, extra credit again? Yes? Möchtest du noch einen Zusatzpunkt? Here's another exercise, and this time it's a vertical line. Und diese nächste Übung ist eine vertikale Linie. This little exercise might save one of the best staff people you have. Und diese Übung kann vielleicht die besten Angestellten in deinem Team retten. Okay, this is the challenge line. Das ist die Herausforderungslinie. And if you could all draw this on your paper, we're going to take a little test. Vielleicht kannst du das auf ein Blatt Papier jetzt aufzeichnen. Wir machen dann einen kleinen Test. Okay. This area right here is people who are under-challenged. Und dieser Bereich unten, das sind Leute, die zu wenig Herausforderungen haben. It can be a volunteer or a staff member. Es kann ein Volontär sein oder auch ein Angestellter. It doesn't matter. Es spielt keine Rolle. But they're bored, they're under-challenged, they don't know what they're supposed to be doing to help you. Denen ist es langweilig, die sind unterfordert, die haben keine Ahnung, was sie eigentlich genau mit dir anfangen sollen. If someone stays in this position for a long time, Und wenn jemand zu lange in dieser Position bleibt, what's going to happen? was geschieht? They'll leave. Sie werden They'll leave your gehen. staff, they'll leave your volunteer position, they'll leave your church. Sie werden kündigen, sie werden als Volunteers aufhören, sie werden eine Kirche verlassen. This is a miserable state to be in. Das ist so ein schwieriger und mühsamer Ort zu sein. Leo was telling me backstage Und Leo hat mir hinter der Bühne erzählt, that many of you are building dynamic churches. dass viele unter euch so dynamische Kirchen bauen. And you do really believe the local church is the hope of the world, and you cast that vision. Und ihr glaubt wirklich, dass die lokale Kirche die Hoffnung der Welt ist und ihr malt diese Vision. If you're casting that kind of vision Und wenn ihr diese Vision malt and allowing volunteers or staff to stay under-challenged, und Mitarbeiter und Volunteers unterfordert bleiben, these people don't feel a part of the church. dann fühlen sie sich nicht als Teil der Kirche. They don't feel important, they don't feel valuable. Sie fühlen sich nicht wichtig, sie fühlen sich nicht wertgeschätzt. They will leave. Sie werden gehen. Okay, this next area here is appropriately challenged.
Und hier in der Mitte, das sind Leute, die gut herausgefordert sind. No, this is people who know what they're supposed to be doing, feel valued, and feel like they're a part of things. Das sind Leute, die kennen ihre Rolle, die fühlen sich wertgeschätzt und die haben ein klares Ziel. I'll talk about them in a minute. Ich werde über diese in einer Minute sprechen. Now, right up at the top here Jetzt ganz oben an der Linie is an area called ist, dangerously over challenged. sind Leute, die gefährlicherweise überfordert sind. People who spend a lot of time in this dangerously over challenged area. Und Leute, die zu lange in dieser gefährlichen Überforderungszone weilen, Something is going to start breaking on the inside of wird them. irgendetwas in ihnen brechen. Their soul is going to start to unravel. Ihre Seele wird zerbrechen. Their heart before God will become deadened. Ihr Herz für Gott wird verstumpfen. There's going to be relational problems, Es werden Beziehungsprobleme auftreten. marriage and family issues, Ehe, Familiengeschichten. quite possibly physical problems. Sehr wahrscheinlich auch physische Probleme. In the very early days of the church, I had something terrible happen. Ganz am Anfang der Kirche hatte ich etwas Grausames, das passiert ist. I had a staff member call me late one night, Es hat mir mal ein Angestellter tief in der Nacht angerufen and he was not making sense on the telephone. und es machte einfach keinen Sinn, was er mir sagt am Telefon. And he kept saying something that he was so sorry to me, and he was so sorry. Und er sagte mir, es tut mir so leid, es tut mir so leid. And then he said something about pills that he had taken. Und er sagte irgendetwas von Medikamenten, die er genommen hatte. And then he stopped talking. Und dann hat er aufgehört zu reden. And I did the math. I got in my car and I drove to his apartment. Und ich habe mir das zusammengereimt, bin in mein Auto gegangen und zu seiner Wohnung gefahren. He had overdosed. Er hatte eine Überdosis genommen. And I picked him up off his bed and I rushed him to the Und ich hospital. habe ihn aus seinem Bett genommen und ihn ins Spital gefahren. And they pumped his stomach and they saved his life. Und sie haben den Magen ausgepumpt und sein Leben gerettet. And a few weeks later, I visited with him. Und ein paar Wochen später habe ich ihn besucht. And I said, "What caused you to do that?" Und da habe ich ihn gefragt, warum hast du das getan? And he said, "Bill, I was under so much pressure." Und er hat mir gesagt, der Druck war so groß. And I said, "Did you feel it coming from me?" Und habe ich ihn gefragt, hast du das gespürt, dass es von mir kommt? He said, "Mostly it was self-induced pressures, Und er hat gesagt, das meiste war selber unter Druck gesetzt. but I did feel pressure from you. Aber ich habe von dir schon Druck gespürt. My job description was too big." Und meine Arbeitsbeschreibung war einfach zu groß. He was clearly in this area. Er war ganz klar in dieser Gegend. And when I asked him why he didn't talk to me, Und ich habe ihn dann gefragt, warum hast du mir nichts gesagt? he said, "Because you were busier and crazier than I was." Weil du einfach beschäftigter und verrückter warst als ich. Some whole church cultures are right here. Und gewisse Kirchenkulturen sind dort oben, ganze Kirchenkulturen. Everybody's dangerously overchallenged. Alle sind gefährlich überbeansprucht. And so you don't even know how to talk about it. Und du weißt nicht mal, wie du darüber sprechen Now, sollst. let me show you what all the research shows. Und ich möchte dir jetzt zeigen, was alle wissenschaftliche Erkenntnis zeigt. When you ask the question, at what point on this vertical line does a person do his best work? Und wenn du dich fragst, auf welchen Punkt auf dieser vertikalen Linie machen die Menschen ihren besten Job, It's right here. ist es dort. It's a little bit over the line of appropriately Es challenged, ist ein bisschen über dem normalen Beanspruchtsein, but it's well below dangerously overchallenged. aber es ist viel unter dem gefährlichen Überforderungszone. So people who are in this lower range of appropriately challenged, So Leute, die da runter sind in dieser normalen beanspruchten Zone, they're not thinking their best thoughts or praying their best prayers. sie denken nicht ihre besten Gedanken und beten nicht ihre besten Gebete. They're not doing their absolute best work. Sie machen nicht wirklich das absolut Beste aus ihren Möglichkeiten. That happens when you're up here. Das passiert, wenn du dort oben bist. But it's so dangerous to get any higher north than right here, or you'll go up in there. Aber es ist so ein gefährlicher Ort, dass du dann nicht zu weit nach oben driftest. So can I give you all a challenge? So kann ich dir
eine Herausforderung mitgeben heute. Sit down with your team Sitze mit einem Team zusammen and do this exercise together. und macht gemeinsam diese Übung. Don't do this exercise together. Nicht die untere, die sollt ihr nicht zusammen machen. That's for you and Das ist God. nur für dich und Gott. But you can do this one Aber du together. kannst die andere machen gemeinsam. And then simply have a discussion about this. Und dann sprecht darüber. And believe it or not, this could save some volunteers and some staff. Und ob du es glaubst oder nicht, aber das könnte gewisse Volunteers und Mitarbeiter retten in deinem Yes? Team. You good with this? Ist das gut für dich? Do you have the spiritual maturity to admit if you're under-challenged or dangerously over-challenged? Do Hast you? du selber die geistliche Reife, Yes, you do? anzugeben, ob du gefährlich Okay. überfordert bist oder nicht? Okay, I hope so. Ich hoffe, du hast das. Okay, can I move on? Kann ich weitergehen? Okay. Newest thing we're working on at Willow Creek. Eines der neuesten Sachen, die wir in Willow Creek arbeiten damit. Senior pastors, I wish I had you in a small room right now. Und ich würde mir wünschen, Kirchenleiter, dass ich euch in einem kleinen Raum jetzt gemeinsam beisammen hätte. Because we would really have a heart-to-heart conversation about something. Weil dann würde ich wirklich so ein Herz-zu-Herz-Gespräch mit euch haben über folgende Sache. Here's what most senior pastors feel. Ich möchte dir jetzt sagen, was ich denke, wie sich die meisten Senior Pastors fühlen. They come into their gathering space and they look at all the empty seats. Sie kommen in ihre Kirche und sehen alle leeren Stühle. And it doesn't matter if there's 100 seats there, 500, 1,000, doesn't matter. Und es spielt keine Rolle, wie groß, ob 100, 500, 1000 Sitze. And they say to themselves, it's my job to fill those seats. Und sie sagen dann zu sich selber, es ist mein Job, diese leeren Stühle zu füllen. And the longer a senior pastor pastors, the deeper that feeling goes. Und je länger du als Pastor eine Kirche leitest, desto stärker wird dieses Gefühl. And sometimes staff members or elders will say to you on Monday, Und vielleicht gibt es dann Zeiten am Montag, wo Angestellte dir Folgendes sagen. we didn't have a very good attendance yesterday. Die Besuchszahlen gestern waren nicht wirklich gut. As if the senior pastor didn't notice. Als hätte der Senior Pastor das nicht selber gesehen. The senior pastor notices Natürlich hat das der Senior Pastor gesehen. and lives with that. Und er lebt damit. Because the senior pastor would love to see every seat filled Weil natürlich würde er sich wünschen, dass jeder einzelne Stuhl gefüllt ist. so that every weekend the Holy Spirit could touch every life. So dass am Wochenende der Heilige Geist jedes einzelne Leben berühren könnte. So here's what we're working on these days at Willow. So, wir arbeiten jetzt mit Folgendem im Moment in Willow Creek. We have a very large auditorium at Willow. Wir haben einen sehr großen Versammlungsraum in Willow Creek. So this is the stage area. Das ist die Bühne. We have sections on the main floor. We have sections of seats in a mezzanine level. Wir haben so verschiedene Sektoren mit Sitzen unten und in der Mitte und auf dem Balkon. Then we have sections of seats in the balcony. Und wir haben an verschiedenen Orten haben wir so Sektionen mit Sitzen. And I'm going to summarize 2 years of work in about 2 minutes. Und ich werde dir jetzt 2 Jahre Arbeit in 2 Minuten zusammenfassen. I stood up in front of the congregation and said, who would like to help me pastor and fill this 7,000 seat auditorium? Und ich bin vor meiner Gemeinde gestanden und habe ich gefragt, wer möchte mir helfen, dieses Auditorium mit 7000 Sitzen zu füllen? You have to love God. Und du musst Gott lieben, You have to be a leader. du musst ein Leiter sein. You got to want to see people come to faith in Jesus Christ. Und dein Wunsch muss es sein, zu sehen, wie Menschen gerettet werden. You got to want to see people find fellowship in small groups. Du möchtest es lieben, zu sehen, wie Menschen in die Gemeinschaft, in die Small Groups reinkommen. And you got to believe the local church is the hope of the world. Und du musst glauben, dass die lokale Kirche die Hoffnung der Welt ist. So I had a lot of volunteers for this. So hatte ich viele Volunteers, die das tun wollten. And I had staff help me work through all the people who were volunteering. Und ich habe dann meine Mitarbeiter, die haben mir geholfen, diese Leute da zu sortieren, die sich gemeldet haben. And so here's what we're close to being complete with. Und was ich euch jetzt zeige, ist etwas, was wir jetzt dann bald implementieren werden. We have 3 weekend services. Wir haben 3 Gottesdienste. In each of our weekend services, we have
section pastors. Und in jedem einzelnen Gottesdienst haben wir Pastoren für solche Sektoren. For each of these seating sections in each of our services. Für jeden Sektor mit Stühlen in jedem der 3 Gottesdienste haben wir Pastoren. And these section leaders are trying to fill every seat in their section. Und diese Sektoren, Pastoren versuchen, diese Sitze zu füllen in ihrem Sektor. And then they're trying to get every person in the section to get to know each other. Und dann versuchen sie, diese Leute zusammen zu verbinden. They have section parties after the services. Sie haben Sektorenpartys nach den Gottesdiensten. And then they try to get everyone in their section to do compassion and justice serving opportunities. Und dann geben sie den Leuten in ihren Sektoren die Möglichkeit, sich in die Arbeit, ins Ministry, ins Volunteers reinzugeben. And then they want all of these people to eventually find their way into a small group. Und dann versuchen sie, diese Leute in eine Small Group hineinzubringen. We've been working on this for 2 years. Wir haben jetzt die letzten 2 Jahre dieses Konzept ausgearbeitet. It's the most revolutionary infrastructure idea I have ever come Und across. das ist die größte Revolution im Bereich der Struktur in unserer Kirche, das ich je gesehen habe. Some of your churches are going to go to a higher and higher scale of attendance. Und einige eurer Kirchen werden mehr und mehr wachsen, werden größer werden. And let's say that some of your gatherings are going to go to 500 or even 1,000. Und vielleicht werden gewisse 500 oder 1000 Leute an den Wochenenden haben. You have to understand, in a room of just say 500 people, Was du verstehen musst, in einem Raum, wo 500 Leute Platz haben, this person wanders in here kommt diese Person einfach rein and sits here. und sitzt irgendwo. They can come to church with an absolutely broken heart. Die können in deine Kirche kommen und ihr Herz ist völlig gebrochen. And no one in your church knows whose job it is to reach out to that person. Und niemand in deiner Kirche weiß, wem seine Verantwortung ist es überhaupt, zu dieser Person And increasing zu stehen. numbers of your people will say, it's not my job. Und die meisten Leute in deiner Kirche werden sagen, das ist nicht mein Job. And then this person goes out the other door and they leave, never having been touched or cared for by anybody in your church. Und diese Person, die verlässt dann deine Kirche durch die andere Tür, ohne dass jemals sie angesprochen hat und sich gesorgt hat um sie. They go to work the next day and they tell 100 people at work that they went to your church with a broken heart and not a single person cared. Sie gehen dann arbeiten am Montag und erzählen es 100 Leuten, dass sie in deiner Kirche waren. Niemand hat sich interessiert für ihr zerbrochenes Herz. If you have some sections Und wenn du so Sektionen hast and if you have them scaled right, und wenn du die auch richtig aufteilst and that person sits in this section, und diese Person dann in dieser Sektion sitzt, there's going to be a section leader and a couple team members who are going to notice this person's new. dann wird ein Pastor oder eben ein Leiter dieser Sektion bemerken, diese Person ist neu. And they're going to ask for a name, Sie werden nach dem Namen fragen, and they're going to ask for a story, sie werden nach der Geschichte fragen and they're going to say, I'm going to miss you next week if you don't come. und du wirst sagen, ich werde dich vermissen, wenn du nächste Woche nicht da bist. And in today's world, because of the way the internet works and the depersonalization of society, Und in der heutigen Zeit mit dem Internet, wo alles so unpersönlich geworden ist, when you actually receive a personal touch wenn du eine persönliche Berührung erhältst, at a public gathering of some sort, including a worship in service, so einer öffentlichen Veranstaltung wie jetzt diese hier, that blows their mind. das haut dich um. And so we have seen our attendance at Willow used to be growing like this. Und die Besuchszahl in unserer Kirche in Willow wuchs etwa so regelmäßig. When we got section leaders in all of our sections, here's what our growth rate is. Und als wir dies angefangen haben mit diesen Sektionsleitern, ist die Wachstumskurve steil nach oben gegangen. And Willow feels like a different church these days. Und Willow Creek fühlt sich an wie eine andere Kirche. Because I'm not the only one trying to do that kind of work anymore. Weil ich bin als Leiter nicht der Einzige, der das jetzt noch tut. And we've got this thing scaled a little bit better. Und wir haben das besser aufgeteilt innerhalb der Kirche. One more thought. Ein Gedanken noch. And this is because this okay, this is because so many of you are so young. Und das ist, weil so viele unter euch so jung sind. And really, I'm astonished. Leo, you told me this was going to be a young group.
Und ich bin wirklich überrascht. Du hast mir erzählt, das wird eine junge Gruppe sein. I commend your movement for its youth, if nothing else. Und ich bin so überzeugt von der Jugendlichkeit eures Movements. This is when you were born, Das ist, als du geboren wurdest. and this is when you die. Und das ist, wenn du sterben wirst. Okay? That's your life Das right ist there. dein Leben. The question I want to speak to in less than a minute Und das, was ich dir in weniger als einer Minute jetzt sagen möchte, is how do you keep yourself flourishing throughout the course of your life ist, wie kannst du blühend bleiben während deinem ganzen Leben? instead of just losing steam until you die. Anstatt dass es mit dir immer mehr nach unten geht, bis du einfach stirbst. I talk to leaders all over the world about this. I'm dead serious about it. Und ich habe Leuten in der ganzen Welt darüber gesprochen. Es ist mir sehr ernst bei diesem Thema. When the bucket of your life is full, Und wenn der Kessel deines Lebens voll ist, when you're full of God wenn du voller Gott bist and filled with the love of family and friends, und voller Liebe für deine Familie und deine Freunde and your physical disciplines are und intact, du hast eine Disziplin, auch was deinen Körper betrifft, your spiritual practices are in order, und du machst deine geistlichen Übungen, when you're living with a full bucket, und wenn dein Kessel voll ist, you're bringing the best of who you are to every environment you're in. kommt das Beste aus dir heraus in deine Umgebung. You're a life-giving person, Du bist eine Person, die Leben spendet. and people are attracted to you. Und Menschen sind von dir angezogen. When you're living with an empty bucket, Und wenn du lebst mit einem leeren Kessel, you're dangerous, bist du gefährlich. and so am I. Und so bin auch ich gefährlich. I'm distant from God. Ich bin weit weg von Gott. I'm short and irritable with other people. Und ich bin schnell, werde ich verrückt mit Leuten. Church building feels like a burden to me. Und Kirche bauen ist mühsam für mich. I'm in trouble when I'm here. Und ich habe wirklich Probleme, wenn ich dort unten bin. So here's what I've learned. Und das ist, was ich gelernt habe. It's my job. Es ist mein Job. Can you say it's my job? Es ist meine Verantwortung, To find sources of replenishment, dass ich Quellen finde, to keep pouring into my bucket, die meinen Kessel immer wieder füllen. so I will always live with a full bucket. Sodass ich immer lebe mit einem vollen Kessel. This is time with God. This Das is sind Zeiten mit Gott. some kind of fulfilling recreation. Das sind irgendwelche Freizeitaktivitäten, die mich erfüllen. These are life-giving Das relationships. sind Beziehungen, die Leben spenden. Whatever is going to fill your bucket so you stay up here Was auch immer deinen Kessel füllt, dass du schön gefüllt bleibst, will enable you to bring your best self to your work, wird dich ermöglichen, das Beste in deinen Job zu geben, the best to your family, das Beste in deine Familie, the best to God. das Beste zu Gott. So in a couple months, Willow will celebrate its 38th anniversary. So in ein paar Monaten werden wir in Willow Creek 38 Jahre alt. So some people ask me, So fragen mich einige Leute, they say, can it still be exciting if you're 38 years into it? und sie fragen mich, kann es immer noch aufregend sein, wenn du 38 Jahre unterwegs bist? About a month ago, we had a baptism service, Und vor einem Monat hatten wir eine Tauf-Celebration. and it just so happened that my whole family was able to be at the 11:15 service that Und day. meine ganze Familie war um 11:15 Service. My wife of nearly 40 years, Und meine Frau, mit der ich fast 40 Jahre verheiratet bin. my son and my daughter, who both love God and love our church, Und mein Sohn und meine Tochter, die beide Gott lieben und die Kirche lieben. my 2 grandkids. Und meine 2 Enkelkinder. I got done preaching and I looked down in the front row Und ich ging auf die Bühne, habe gepredigt und habe in die erste Reihe geschaut. and I thought, you know, I still have my family. Und ich habe gedacht, hey, ich habe immer noch meine Familie. What a blessing. Was für ein Segen. And everyone in my family, even though we've worked hard at church work, everyone loves God and loves our church. Und auch wenn wir alle hart gearbeitet haben in der Kirche, meine ganze Familie liebt Gott und liebt die Kirche. And I preached a message that was all right that day. Und ich habe eine Message gepredigt an diesem Tag. And I thought, it's still exciting for me to preach. Und ich habe gedacht, es ist immer noch aufregend zu predigen.
And then, because we were having a baptism, I invited people who wanted to be baptized to come forward. Und weil wir eine Taufcelebration hatten, habe ich Leute eingeladen, nach vorne zu kommen, um sich taufen zu lassen. And some people had already registered to come be baptized. Und einige hatten sich schon eingeschrieben. And the Holy Spirit nudged me to invite people who had not registered to Und maybe ich hatte come. das Gefühl, dass der Heilige Geist mir sagte, ich solle Leute einladen, die sich nicht eingeschrieben hatten für die So our Taufe. worship band started singing. So spielte unsere Worship-Band. We started doing the baptisms. Wir haben angefangen mit den Taufen. And then I said, now if the Holy Spirit is touching any of you, Dann habe ich gesagt, wenn der Heilige Geist euch jetzt berührt, if he's tapping you on the shoulder, wenn er euch jetzt da auf die Schulter klopft and you know that today is your day to receive Christ and be baptized, und du weißt, heute ist dein Tag, um Jesus in dein Herz zu nehmen und dich taufen zu lassen, get up out of your chair dann steh jetzt auf and in front of everybody make the march und komm nach vorne and stand at this cross. und du wirst vor dieses Kreuz stehen. A pastor will pray with you and you can be baptized right Und now. ein Pastor will mit dir beten und er wird dich taufen. And we had, I don't know, 300 people baptized that day or Und something. 300 Leute wurden an diesem Tag But the getauft. point Aber der Punkt, den ich machen möchte, is that the last 50 or 60 baptisms were people who were coming up with business suits and with dresses. aber der Punkt, den ich machen möchte, war die 50 letzten Leute, die kamen, die waren gut angezogen wie Businessleute People who got saved that very day. und Leute, die wirklich an diesem Tag auch gerettet wurden. And we're going into the waters of baptism with suits and ties on Und sie gingen in dieses Wasser mit ihren Anzügen and some very expensive dresses. und einige sehr teure Kleidung. And here's the picture I wanted to leave you with. Und das ist das Bild, das ich euch mitgeben möchte heute. I looked at those freshly redeemed people, Ich habe diese Leute angeschaut, die jetzt neu errettet wurden. the joy in their lives. Die Freude in ihrem Leben. And then I looked at my family who's still all together, Und dann habe ich meine Familie angeschaut, die immer noch zusammen sind. tears pouring down their Und cheeks. sie waren alle am Weinen. And we're just saying, Und wir haben the local gesagt, church is still the hope of the world. die lokale Kirche ist immer noch die Hoffnung der Welt. And it can be and it can be even more exciting almost 40 years into it than 4 years Und es into it. kann noch aufregender sein, 40 Jahre, und wenn du unter 40 Jahre unterwegs bist. So you guys do the adventure, will you? So geht in dieses Abenteuer And do it with your full heart, do it with your whole life, und macht es von ganzem Herzen mit eurem ganzen Leben. and you will never regret it. Und du wirst es nie bereuen. Thanks, everybody. Blessings.